Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fluffy Universe Video. Heute mit dem neuen Speedset, 2 neue Events und einem kleinen Patch. Das Speedset heißt Cyberpunk 2025 Set und ja, wie es der Name schon sagt, ist Cyberpunk gethemed. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen, aber ich denke mal, ja, von den letzten Sets, die rauskamen, auf jeden Fall eins der interessanteren. Vor allem farblich ist es wieder ein bisschen abwechslungsreicher, weil die Hauptfarben, vor allem bei den Frisuren, auf jeden Fall schon stark anders sind. Und es ist einfach mal was anderes. Es ist nicht das gleiche wie schon, keine Ahnung, 5000 andere Sets davor. Einzige ist vielleicht das Skateboard auf dem Rücken. Keine Ahnung, hätte man vielleicht was Cooleres nehmen können, aber just my opinion. Und dann haben wir noch das Flug-Item, diese Motorräder. Ja, die sind eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall auch wieder mal ein bisschen was anderes. Dann dieses Wochenende schon wieder XP-Boost-Event. Ich weiß gar nicht, wie viele XP-Boost-Event es dieses Jahr schon ist. Ich glaube mindestens das 3., ich glaube sogar schon das 4. Was echt ziemlich viel ist, ist schon wieder so ein kleiner Hinweis darauf, vielleicht kommt da bald was. Also mein FEC oder Update, eins von beiden wird bald kommen. Das ist fast schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Von dem her haben wir auf jeden Fall da schon nochmal den subtilen Hinweis darauf. Natürlich kann man auch etwas zu viel da hineininterpretieren, aber so viele XP-Events sind eigentlich schon eher ungewöhnlich. Ja, und das Ganze geht Freitag 0 Uhr los und geht dann bis Sonntag 23:59 Uhr. Dann zu den Patch Notes. Sind eigentlich überwiegend Anpassungen, jetzt nichts wirklich krasses. Also einige Anpassungen beim Guild Siege, wie zum Beispiel die Einschränkungen bei dem neuen Zuschauersystem, wo man ja Leuten zuschauen kann, während sie den Guild Wars spielen, wurden ein paar Einschränkungen aufgehoben. Dann wurde die große Guild Siege Map vom Level 80er und 60er Guild Siege entfernt. Außerdem wurde die Kampfzeit im Guild Siege auf 55 Minuten verlängert, wenn die große Map gespielt wird. Außerdem wurde die Größe und die Verlagerung der Buttons im Options Window of Mobile verändert. Also, dass die wahrscheinlich weiter auseinander sind oder näher zusammen sind, je nachdem. Improved the visuals of shadows during sunset and sunrise, no longer showing very long shadows. Und das ist der Punkt. Wir hatten ja letztes Mal das Grafik-Update in den letzten Patch Notes. Und hier wurden ja, die Schatten etwas angepasst. Dann Bugfixes. Gab ein Problem mit dem Regal Kumai Stick Skin. Wurde gefixt. Dann irgendwas mit den Language, also mit den Spracheinstellungen. Dass irgendwelche falschen Einstellungen gezeigt wurden für manche Sprachen. Dann wurde beim Standard-Interface, wenn man die Reset to Default Buttons, also zurück zu den Standardeinstellungen, benutzt, ein Fehler mit den Interface-Skalierungen behoben. Bei dem neuen SSAO-Feature wurden unerwünschte Effekte beim Gras in Asria und Envidefts entfernt. Auch sehr spezifisch, würde ich sagen. Und dann wurde noch ein wurde noch ein Problem mit der Standing Animation von dem Northern Dragon Flying Item gefixt. Jesus Christ. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ist nichts wirklich Aufregendes, nichts super Spannendes. Ziemlicher Standard-Stuff, würde ich sagen. Außerdem, Spring Monster Ball Event, unser neues Event für die nächsten, 4 Wochen leider. Die Events sind ja alle leider sehr lange, was bedeutet relativ wenig Abwechslung. Und genau. Spring Monster Ball Event gab es auch schon mal, ist tatsächlich kein neues Event. Was wir machen müssen während dem Event ist wieder Aufgaben erfüllen, so wie auch schon bei den letzten beiden Events. Wir müssen jeden Tag 30 Minuten online sein, 30 Monster besiegen und diesmal wieder 3 Items sammeln. Entweder die Lifestyle-Items, Wood, Herbs, Minerals oder mit dem Harvesting Glove die Berries, was das günstigste ist. Und auch leichteste, weil Berries sind immer am gleichen Ort. Die anderen Materialien muss man unter Umständen tatsächlich suchen. Die Daily Quests kann man mit einem Quest Office NPC von jeder Stadt abschließen, resetten jeden Tag um 0 Uhr und der Monster Boy, den man bekommt, wird vom Character Level abhängig sein. Das heißt, Charakter von 20 bis 79 kriegen ein Monster Ball Level 1, 80 bis 119 Monster Ball Level 2 und
alle über 120 oder mindestens 120 kriegen ein Monster Ball Level 3. Dann, was macht man mit diesem Monster Ball? Ja, relativ simpel. Man beschwört ein Monster irgendwo außer in Städten. Das Monster kann man dann besiegen, um eine Monsterbox zu bekommen, wo verschiedene Belohnungen drin sind. Wenn man einen Monster Ball benutzt, wird ein Monster random gespawnt. Die haben eine verschiedene Wahrscheinlichkeit. Kann zum Beispiel ein Giant sein oder ein normales Monster. Giants geben bessere Belohnungen. Beschwörte Monster werden nicht automatisch angreifen und können nur vom Beschwörer angegriffen werden. Aber wenn man in der Party ist, können tatsächlich alle das Monster angreifen. Also ist diese erste Beschränkung eigentlich relativ sinnlos, weil sie sofort wieder aufgehoben wird, sobald man in der Party ist. Und die beschwörten Monster werden automatisch nach 10 Minuten verschwinden, wenn man sie nicht tötet. Genau, das sind die Wahrscheinlichkeiten. Sind eigentlich für alle Dinger gleich. Giants haben 4% Chance und die normalen Monster haben eine 9% Chance. Genau, Party Hunting wird empfohlen, da man ja Monster beschwören kann, die über dem eigenen Character-Level sind. Zum Beispiel, wenn man Level 120 ist, kann man Monster beschwören, das Level 150 ist, dem man dann überhaupt keinen Schaden machen dürfte. Und da wird halt empfohlen, dass man das Ganze dann mit anderen Leuten zusammen macht, damit man halt hier nicht aufs Maul bekommt. Beziehungsweise das Monster überhaupt töten kann. Und nicht selber getötet wird. Die Belohnungen sind von einem Wahrscheinlichkeitssystem abhängig. Alle Monster Ball Belohnungen sind natürlich seriengebunden. Der Spieler, wo das Monster beschwört hat, bekommt auch die Belohnungen. Und das gleiche geht auch immer in der Partys. Genau, dann noch Spring Ball Monster oder Spring Monster Ball werden entfernt in der Serverwartung am 1. Mai. Also muss alles seine Monster Balls auch tatsächlich benutzen, bevor das Event endet. Beziehungsweise nicht bevor das Event endet, aber bevor die Serverwartung am 1. Mai stattfindet, weil sonst alles entfernt wird. Und hier sind die Belohnungen von den Monsterboxen, Monster Balls, die man droppt. Und die sind eben nach Level abhängig. Das heißt, die höheren Boxen haben ein bisschen bessere Items, ein bisschen seltenere Items. Und ja, es sind jetzt aber nicht so krasse Items eigentlich. Also das Beste in meinen Augen ist eigentlich schon wieder der Vendor-Shop. Violet Peaky Turtle mit einer 4% Chance. Ein CS-Pad für 30 Tage kann drin sein. Ein Feedback, Pickup-Boost, Weapon-Bonus und dann noch ein paar Power-Ups. Aber jetzt alles in einem nicht so ultra krasse Items, meiner Meinung nach. Genau. Und die Monsterbox selbst quasi hat man hier nochmal die Wahrscheinlichkeit. Achso, nee, Schwachsinn. Das ist die Monsterbox von den Giants. Genau, und das ist die von den normalen Monstern. Stimmt, das ist die Besonderheit dabei. Das heißt, wenn man einen Giant tötet, kriegt man auch tatsächlich bessere Belohnungen oder bessere Wahrscheinlichkeiten auch. Und wenn man ein normales Monster tötet, sind die Wahrscheinlichkeiten schlechter, beziehungsweise die Belohnungen schlechter. Also das kommt auch noch dazu. Genau. Ja, ich habe das Event letztes Mal, glaube ich, geskippt und nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es diesmal machen werde. Aber ja, es ist jetzt nicht das ultra spannendste Event. Keine Frage, weil es halt auch sehr random ist, weil alle Belohnungen sind halt in der Lucky Box. Das ist Gacha quasi. Und ja, es ist halt relativ viel Aufwand für... Ja gut, was heißt relativ viel Aufwand, aber ja, keine Ahnung. Ich kann mit dem Event nicht so ultra viel anfangen, muss ich sagen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, das ist das Event für die nächsten 4 Wochen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.